8 Uhr. Da bin ich in die Wiese nicht mehr so weiß. Kann ich mich langsam aus dem Zelt trauen. So, das ist nur das angekündigte Monsterwehr von gestern. Es will vielleicht sogar funktionieren, wenn man es rechts außen anfährt. Aber ich weiß es nicht. Ich bin einfach kein Wildwasserexperte. Nicht, dass mir das Kajak dann zur Seite wegkippt. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich hier dann den 4. letzten Tag der Reise auf der Zusam. Schauen wir mal, ob wir das noch Wertingen erreichen und dann lasse ich mich dann abholen. Okay, ciao. Und da geht es runter. Nur auskommen mit mir, ob ich das reinrutschen lasse oder da über die Treppe einsteige. Schauen wir mal. So, das hat ganz gut geklappt. Die Steine da ausgetanzt. Hat super geklappt. Halt wieder mit ein paar Bodenberührungen. Aber ansonsten ging es ganz gut. Und losgekommen bin ich 10:10 Uhr. So, hier dann immer wieder so einen kleinen Sohlenrampen, aber wirklich noch harmlos. Begrüßt gleich in der Früh zum Aufwachen. So. Und mit Schlaufen ist es auch Schluss. Jetzt ist die Zusam schön gerade. Schaut so gefährlich aus. Ich glaube, so ein senkrecht abfallendes Beton. Das sieht gefährlich aus. Schauen wir lieber mal an. Ich glaube, es geht senkrecht runter. Davor wird diesmal nicht gewarnt. Und mein Aufstieg ist wieder ein Biberbau, Fruchtrohr genauer gesagt. Also wenn ich hier geradeaus hochgehe, muss ich Obacht geben. Ich kann hier aufsteigen und dann ein bisschen versetzt drauf. Da konnte ich einbrechen. So, also das wäre von der anderen Seite. Naja. Hier sieht man nicht die Biberspur. Das wäre auch immer umlaufen. Wo es da, wo der Biber reingeht, da komme ich nicht rein. Also als Tipp, mit einer Schlaufe vorne dran, kann man es schön in 2 Händen nehmen, das Boot, und lassen sich dann auch über schergängige Wiesen ziehen, das Ganze. Mit und ohne Bootswagen, ganz praktisch. Das sind wir auch überwunden und weiter geht's Richtung Wertingen. Und wieder mal Blick bis zum Horizont. Ein schöner deutscher Fluss. Kerzengerade, so wie sich's gehört. Das ist eines der typischen Schwälchen hier. Nicht dauert länger als warten. Ich bin vorbeigepaddelt und da fahre ich jetzt rein, weil da hast eine riesen Biberburg drin. Ja, das war eine richtig schöne Biberburg. Schön offen da, sieht man schön. Hat auch eine ordentliche Höhe. Ja, eine richtige große Anlage. So, jetzt wieder ein schönes Altgewässer.
Aber es hat doch die Zeit, wo ich da etwas zurückhalten sollte. Naja, bis zum Baum da vorne. Oh. Und im Baum kämen wir da sogar durch, aber ich habe gesagt, ich drehe um. Aber bisher war vormäßig eigentlich nicht viel los. Aber okay. War gerade eine Ente. Wort geben, jetzt kommt irgendwann dann das nächste Wehr. Schauen wir mal, ziemlich unübersichtlich da. Selber übers Wehr scheint es nicht drüber zu fließen, es scheint alles links wegzugehen, wie es so ausschaut. Dammkrone aussteigen, dann hier einen langen Schritt und dann da hochziehen. Dann gehe ich mal ausprobieren, was passiert mit Topspeed reinrauschen. Wie mal das System reinrutschen, hoffentlich rutscht nicht los, bevor ich ganz drin bin. Ich habe befürchtet, allzu weit werde ich nicht kommen. Da werde ich aussteigen müssen. Befürchtet, da hilft auch nichts mit Durchwackeln. Da muss der faule Klaus aussteigen. Bin ich mal gespannt auf diesen Kanal da. Und nicht irgendwann einfach Schluss ist. So aus, jetzt hat es alle 100 Meter solche Becken. Oh, wenn ich Glück habe, kann ich mir durchruckeln, aber ich nehme an, mein schweres Kajak wird zu schwer sein. Voll beladen. Aber probieren wir es mal. Mit dem leichten wird es gehen. Keine Chance. Spitze zeigt schon himmelwärts. Ich muss mich beim hiesigen Tourismusverband beschweren. Die können wir so konstruieren, dass ein Kajakfahrer durchpasst. Wenn hier einmal im Jahr einer durchfährt, sollte das schon so sein. Die nächste Staustufe. Wenn der Bier auf der untersten Staustufe einen gescheiten Damm bauen würde, dann hätte man nur eine. Oh, hurra! Da vorne gibt es mehr Wasser für mich. Für wird es wohl dann doch nicht reichen. Schauen wir mal. Reicht leider nicht. Schnief, aber knapp. Aussteige schwimmt schon natürlich davon. So, auch das nächste Hindernis, aber das ist diesmal weiter weg. Und wieder mehr Wasser für mich. Fast geschafft. Das ist aber gut am Stein. Vielleicht, wenn ich Gewicht verlagere, vielleicht komme ich doch weiter. Mit Durchruckeln geht das schon. Oh, du heiliger Unterboden. Oh. Länger als ich dachte. Eins weiß ich, in der nächsten Freinacht gehe ich diese Hindernisse umgestalten. Und da gleich in Sichtweite, keine 35 Meter entfernt, schätze ich mal. Okay, vielleicht kommen wir da durch. Das sah gerade im Zoom gar nicht mehr so wild aus. So, das nächste Hindernis. Nein, da kommt der Bach erst danach. Schau mal, habe ich da Glück bei der einen Rinne da. Gucken wir mal. Weiter ging es nicht.
Das ist ein ziemlich heftiger Einstieg. Naja, reinrutschen am besten, wieder reinruckeln. Jetzt sind natürlich in den Blöcken doch mal gut fast bis zum Knie im Wasser. Aber sieht so aus, jetzt habe ich erstmal längere Zeit freie Fahrt voraus. Jetzt habe ich zusammen hier eine ganz gute Grundschnelligkeit. Schauen wir mal, wie lange das anhält. So, kann man sagen, jetzt ist ziemlich Schluss mit der schönen, starken Strömung. Ich nähere mich schon im nächsten Staubereich. Okay, ein bisschen Strömung hat schon noch. Das sah aus wie das Nahrungsfluss oder der Vorbau für eine Biberburg. Sieht schon sehr verdächtig aus. Ich glaube nicht, dass es Treibholz ist. Und schön steht es wirklich. Aber da vorne sieht man eine Kirche, wir werden eine Ortschaft haben. Da wird wohl das nächste Wehr sein. So, auch dieses Wehr überwunden und weiter geht's.